Super. Das ist gut. Wir haben hier eine doppelt so hohe Lebensdauer. Und zwar ist es so, dass der Kleine hier dir dieselbe Leistung bietet wie der Große. Das ist der Wahnsinn. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToTV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um eine Revolution. Und zwar den neuen PowerStack-Akku von Dewalt. Und zwar dieser Akku hat genauso viel Kraft, erst einmal, wie dieser Akku. Was das wirklich bedeutet, das erkläre ich dir jetzt. Wir haben heute hier nicht mehr und nicht weniger als eine Weltpremiere. Was heißt das eigentlich? Nämlich eine Weltpremiere der Zellen, die hier drin sind. Also dieser PowerStack-Akku von Dewalt ist wirklich eine Einmaligkeit, die wir aktuell auf dem Markt haben. Denn hier sind andere Zellen drin, hier sind Pouch-Zellen drin. Das heißt, hier sind dünne kleine Lagen, die übereinander gestapelt sind, hier drauf, also hier 5 Lagen in dem Fall, die diesen Akku ergeben. Und normalerweise haben wir solche Zellen, solche zylindrischen Zellen. Wir haben jetzt hier, das ist eine handelsübliche Batterie, ja, aber nur zur Verdeutlichung, was wir normalerweise haben, sind diese zylindrischen Batterien, die wir in all diesen anderen Akkupacks haben. Das ist übrigens auch bei, keine Ahnung, das ist bei Makita so oder bei Einhell oder bei Bosch oder bei wem auch immer. Die haben alle diese zylindrischen Zellen. Und zum Beispiel auch hier bei Dewalt natürlich in dem 2 Ampere 18 Volt, in dem 5 Ampere 18 Volt, in dem 54 Volt und auch in diesem großen 54 Volt immer diese zylindrischen Zellen. Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen Zellen und diesen Zellen? Diese sind rund. Na, erst noch ein bisschen mehr. Also, wir haben hier eine Lage, die hier drin ist und dann ist das Ganze entsprechend getrennt. Dann haben wir die nächste Lage, nächste Lage, nächste Lage, 5 Lagen übereinander. Halt, stopp, stopp, stopp. Du denkst, du hast schon alles gesehen? Nein. Ran ans Werkzeug, die Live-Show! Sei live dabei und schnapp dir die 1000 €. Und wir haben hier 2 Vorteile bei dem Ganzen. Und zwar haben wir hier einen wesentlich geringeren Innenwiderstand. Und deswegen ist es so, dass dieser Akku wesentlich länger die Kraft dir bieten kann und genügend Strom an dein Gerät rausgeben kann, dass du auch ordentlich Kraft in deinem Gerät am Ende hast. Denn es ist so, dass wenn der Innenwiderstand in solchen Zellen höher und höher und höher wird, dann werden sie immer wärmer und wärmer und wärmer und das gibt eine Menge Nachteile mit sich oder bringt eine Menge Nachteile mit sich. Das ist hier, ich sage mal, nicht der Fall, sondern nur weniger der Fall und deswegen ist es so, dass dieser kleine Packen, den wir hier haben, wirklich dir dasselbe ermöglicht wie dieses Riesenteil. Ja? Aber erst einmal, was ist eigentlich denn einer der größten Nachteile von diesen runden Zellen? Das ist vielleicht etwas, was gar nicht so offensichtlich ist. Nämlich ist es so, dass wenn wir uns jetzt mal das vorstellen, wir nehmen jetzt mal hier diesen Akku, da sind hier diese Zellen hier so hintereinander drin. Ja? Und das sind ja runde Zellen, aber das Ganze ist ja eigentlich ein flacher Akku. Und jetzt stellen wir uns jetzt noch mal anders vor. Hier, das ist einlagig, hier, das ist einfach hintereinander. Hier, das Ganze ist zweilagig, das heißt, wir haben hier unten eine Lage und hier oben eine Lage. Und was passiert, wenn wir jetzt hier viele von diesen runden Zellen aufeinander stapeln? Richtig, wir haben Luft da drin. Und was ist Luft? Luft ist ein perfekter Wärmeisolierer. Luft überträgt Wärme extrem schlecht. Ja? Luft möchte Wärme eigentlich gar nicht wirklich weitergeben, sondern dafür gibt es andere Materialien, die das natürlich viel besser können. Dementsprechend viel besser Wärme ableiten können. Ja? Es gibt verschiedene Technologien, auch die in solchen Akkus drin sind, um das möglichst zu verhindern. Aber irgendwas ist trotzdem zwischen Akkus. Ob das jetzt nun, welches Material es erstmal ist erstmal egal. Zwischen Einzelzellen besser gesagt. Hier ist das anders. Hier sind die Zellen einfach aufeinander gestapelt und das ist ein Block, ja, der dementsprechend dann hier die Wärme rausleiten kann. Und das ist übrigens eine ganz wichtige Sache. Bitte denkt nie daran, wie kalt ist ein Akku, sondern eher, wie warm ist ein Akku und wie gut kann er die Wärme von innen nach außen leiten, umso besser ist es für die Lebensdauer des Akkus. Ja? Also nicht wundern, wenn so ein Akku halt auch mal warm ist. Das ist eigentlich richtig gut, weil dann schafft er es, die Wärme halt rauszugeben. Und jetzt beobachte dich mal selber. Du möchtest jetzt mit der maximalen Energie dein Gerät betreiben. Du nimmst mal einen Akkuschrauber und sagst, oh, jetzt habe ich hier eine riesengroße Schraube oder sowas hier wie einen ganz fiesen Forstner-Bohrer und möchte das Ganze betreiben. Was machst du dann? Du wirst wahrscheinlich nicht den 2 Ampere Stunden nehmen. Ganz intuitiv schon sagst du, der 2 Ampere,
Dann nehme ich eher den 5er. Oder jetzt hast du auch noch 54 Volt Akkus. Ja, du möchtest jetzt aber das letzte bisschen Kraft auch noch aus dem Ganzen raussaugen. Dann nimmst du so einen Akku, packst ihn unten dran hier und legst dann damit los. Und natürlich ist das so eine Sache, ja, wenn du damit arbeitest, weil es ist viel schwerer. Und hier ist es jetzt anders. Und zwar ist es so, dass der kleine hier, ja, der kleine Akku dir dieselbe Leistung bietet wie der große. Ja? Und übrigens, was ist eigentlich der Vorteil dieses Akkus hier? Hier ist es so, bei den 54 Volt Akkus, dass das ist ein 54 Volt Akku, ist aber mit 18 Volt rückwärts kompatibel. Ich zeige dir das mal. Ja? Wir haben hier einen 18 Volt Akkuschrauber mit einem Powerstack Akku hier drin. Und trotzdem können wir einen 54 Volt Akku hier reinstecken. Ja, funktioniert. Aber warum funktioniert das? Und zwar, wir haben hier, wenn wir einen 54 Volt Akku und einen 18 Volt Akkuschrauber reinsetzen, ist das Ganze in Reihe geschaltet. Ja, das heißt, wir haben hier unsere 18 Volt Akku, aber wir haben dadurch sehr, sehr viele Akkus und die entsprechend nicht so schnell erhitzen und dann nochmal das letzte bisschen Quäntchen rauspressen können aus diesem Akkuschrauber im Verhältnis nochmal zu dem hier und auch nochmal zu dem 5 Ampere 18 Volt. Und deswegen nehmen halt sehr viele eher auch mal einen 54 Volt Akku in einem 18 Volt Gerät. Aber wir werden jetzt mal Folgendes machen. Wir werden jetzt mal einen Test machen. Und zwar testen wir jetzt Folgendes. Wir werden 2 Tests machen. Nummer 1, wir werden einen Forstnerbohrer nehmen. Und zwar genau den hier. Und das ist nicht irgendein Forstnerbohrer, das ist ein ziemlich fieser Forstnerbohrer. Wir haben hier 57 mm und wir haben hier eine Zentrierspitze, eine selbstziehende Zentrierspitze. Kann man das so sagen? Naja, ihr wisst, was ich meine. Nämlich, wir haben hier ein Gewinde drauf. Das heißt, das zieht sich selbst nach unten. Dadurch kannst du nicht sagen, ich mache nicht ganz so stark, sondern das Ding hier knallt brutal ins Holz rein. Und wenn du nicht wirklich viel Kraft hast, dann wirst du Folgendes sehen, es bleibt stehen. Ja? Beziehungsweise du kommst nicht so schnell voran. Und um sowas zu betreiben, hätte ich in der Vergangenheit auf jeden Fall immer so einen Akku genommen, um zu sagen, ja, das klappt auf jeden Fall. Test Nummer 1. Test Nummer 2. Wir werden eine lange Schraube nehmen. Husch, und da ist sie schon. 8x380. Ja, das werde ich auch nehmen und werde dann entsprechend mit jedem dieser Akkus hier, mit dem Powerstack mit 2 Ampere 18 Volt, mit 5 Ampere 18 Volt, mit dem 54 Volt und mit dem größeren 54 Volt, also mit 9 Ampere, werden wir dann hier loslegen und mal schauen, wie schafft das überhaupt und wie schnell. Das Ganze mache ich übrigens mit dem neuen Akkuschrauber hier von Dewalt, mit dem DCD 800 mit 90 Newtonmeter. Mal gucken, was da jetzt bei rauskommt. Schafft er nicht. Ich habe extra für euch relativ früh jetzt im Video den Test gemacht und denke dann, wir kommen gleich nochmal zum Thema Kompatibilität, Leistung, Ladezyklen und noch 1000 andere Informationen. Und vor allem, wie lädst du das Ding überhaupt? Ja, da kommen wir gleich nochmal zu, aber erstmal werten wir mal den Test aus. Denn wir haben hier ein interessantes Ergebnis. Und zwar, hier siehst du jetzt mal die Tabelle schon mal, wie schnell die einzelnen Akkus waren mit unserem
Forstner Bohrer. Und jetzt müssen wir Folgendes sehen, dass die Zeit hier ein bisschen relativ ist, weil hier kann natürlich auch noch viel, ist da irgendwo ein bisschen mehr Ast dabei, habe ich hier vielleicht ein bisschen mehr gedrückt, ein bisschen weniger, nachdem vom Gefühl her, da auch 10% können schon was ausmachen. Du siehst aber Folgendes, und zwar siehst du, dass er hier es nicht geschafft hat. Ja, er hat es nicht geschafft. So, damit hat es einfach nicht funktioniert, sondern du hast schon hier mindestens den 5er gebraucht oder halt auch eins dieser großen Monster quasi. Ja? Aber du hast auch gesehen, mit dem Power Stack hast du es geschafft und es hat funktioniert. Es war von der Zeit her mit am schnellsten und das finde ich toll. Das finde ich echt interessant, denn wir kommen gleich nochmal zum Thema Gewicht und das wird dann nochmal richtig interessant. Dann kommen wir zum Thema Schrauben. Auch hier bekommst du nochmal die ganzen Testergebnisse und ich habe es hier schon mal auf einem Zettel und da siehst du, dass hier der Power Stack mit allen mithalten konnte. Ja? Und man muss sagen, jetzt bei der Schraube, wir haben nagelneue Schrauben genommen, immer gleich rein, aber auch beim Holz kann es halt kleinere Ungereimtheiten geben, je nachdem, ob der ein Ast ist oder nicht. Siehst du, du bist hiermit genauso schnell oder im Zweifel sogar einen Tick schneller als mit den anderen Akkus. Und das ist auch interessant, oder? Denn jetzt wird es ja erst wirklich interessant und zwar, wir haben, das muss man klar sagen, wir haben hier einen 1,7 Ampere-Stunden Akku. Das heißt, hier ist gar nicht so viel Energie drin gespeichert. Stimmt, das ist etwas, wo ich sage, mal gucken, ich bin gespannt, wenn der 5er rauskommt. Momentan ist er nicht auf dem Markt, der kommt erst noch. Wann genau kann Dewald momentan noch nicht sagen, also zum Zeitpunkt des Drehs hier. Aber du siehst Folgendes und dazu brauche ich nochmal eine schlaue Tabelle und hier drüben bauen wir das auch mal nacheinander auf. Und zwar hast du hier ein anderes Gewicht. Und zwar das Gewicht ist entscheidend. Willst du jetzt den ganzen Tag mit diesem riesen Kavenzmann um dich herum arbeiten, beziehungsweise am Akkuschrauber arbeiten oder willst du mit dem arbeiten? Meine Wahl wäre ziemlich klar, ja, auf jeden Fall der kleine, weil der ist nämlich auch echt leicht und dann wechsle ich lieber ab und zu mal den Akku und habe dadurch immer diesen Gewichtsvorteil. Denn der Akkuschrauber mit Akku hier ja, wiegt mit dem Power Stack 1,65 Kilo rund. Ja? Ich blende dir das auch mal hier jeweils hier ein, oder überblende dir das hier mal, dass du mal siehst, wie viel wiegt das Ganze. Der Akku selbst wiegt nur 300 Gramm. 300 Gramm. Und dieser 300 Gramm Akku schafft es, diese schweren Aufgaben zu erledigen. Das ist eigentlich der Witz daran. Ja? Wir haben hier 300 Gramm Akku, wunderbar. So, dann haben wir selbst mit dem hier, ja, mit dem 2 Ampere-Stunden, ist das Ganze schwerer. Ja? Das heißt also, der Akkuschrauber mit dem hier ist schwerer als mit dem hier. Und das heißt also, du hast hier einen unwahrscheinlich leistungsfähigen Akku, der sogar noch leichter ist als der kleine Zweier und hast ein geringeres Gewicht. Es sind nur 50 Gramm, ja, aber es sind 50 Gramm. Also hiermit bist du bei 1,7 Kilo. Dann haben wir jetzt wird es ein bisschen voluminöser. Ja? Hier sind wir bei rund 1,95 Kilo mit dem 5 Ampere. Weil der wiegt schon 625 Gramm so etwa. Und jetzt wird es ja richtig schwer, nämlich mit dem 6 Ampere-Stunden sind wir bei 2,4 Kilo und mit dem 9 Ampere-Stunden sind wir bei 2,8 Kilo. Ja? 2,8 Kilo. Das heißt, du kannst das Gerät entweder so betreiben oder du kannst das Gerät so betreiben. Und das ist ein Riesenunterschied. Gerade wenn du halt viel arbeitest, wenn du viele Schrauben damit schraubst, dann macht das schon echt Sinn, mit diesem kleinen hier zu arbeiten. Zack, rein, bist viel wendiger, gerade in kleinen Bauräumen irgendwo unterwegs und hast natürlich einen riesen Vorteil. Gerade auch wenn du über Kopf arbeitest. Überlege mal, was das bedeutet. Du möchtest meinetwegen mal 100, 200, 1000 Schrauben über Kopf reinschrauben und hast 1 Kilo weniger Gewicht die ganze Zeit in der Hand. Das ist der Wahnsinn. Aber es gibt noch einige Sachen, die wichtig sind und die ich eben auch nur so am Rande mal erwähnt habe. Nummer 1, wir haben hier eine, schaut mal hier, wir haben hier eine Gummierung dran. Ja, das hier ist recht stark gummiert hier, auch hier unten drunter nochmal komplett gummiert. Und dadurch habt ihr nochmal Folgendes, wenn ihr den Akku hinstellt, ja, dann steht es immer auf so einer gummierten Oberfläche. Das ist eine schöne Sache, dadurch wird es nochmal ein bisschen abgepuffert. Das ist bei den anderen Akkus hier nicht so. Ja, hier haben wir unten gleich Kunststoff dran. Ich glaube auch hier, ne, hier auch nicht. Finde ich ganz gut. Das nächste ist, wir haben hier eine doppelt so hohe Lebensdauer. Also die Lebensdauer dieses Akkus wird doppelt so hoch angegeben wie ein normaler Akku. Ja? Und zwar wirklich nur hauptsächlich aus dem einen Grund,
Es wird nicht so warm, weil Wärme tötet solche Zellen, allgemein solche Zellen. Und dadurch, dass der Innenwiderstand aber geringer ist, ist es so, dass hier nicht so viel Hitzeentwicklung entsteht. Und deswegen ist es so, dass einfach dieser Akku die Spannung länger halten kann und deswegen dir die maximale Kraft gibt. Die wichtige Frage ist aber eigentlich, wie lädst du so einen Akku denn? Ja, dafür gibt es ein Spezialladegerät. Nein, Quatsch. Sondern du hast hier ein ganz normales 18 Volt Ladegerät. Ja? Wir nehmen jetzt mal das 18 Volt Ladegerät, damit ihr auch seht, das ist ein Standard-Ladegerät. 18 Volt Akku. Zack, funktioniert und lädt. Aber du kannst auch den neuen PowerStack-Akku einfach dort reinstecken. So. Und wird dort ganz normal geladen. Funktioniert, wird geladen, alles gut. Du brauchst also kein neues Ladegerät. Wenn du dich also hier mit PowerStack mal beschäftigen möchtest oder in das Thema reingehen möchtest, dann kannst du ganz normal mit deinem Ladegerät weiterarbeiten, das du vorher hast. Inwiefern unterscheidet sich dieser Akku eigentlich physisch von den anderen Akkus? Eigentlich gar nicht. Ein erster Unterschied ist, er ist kleiner. Ja, wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel den hier angucken, vielleicht sieht man es so sogar noch besser. Ja. Ja, das ist, hier haben wir den 2er, hier haben wir den 1,7. Das ist bedeutend kleiner. Auch andersrum, ja, seht ihr das, auch von der Höhe her, das ist einfach ein anderes Verhältnis. Ja. Warum habe ich schon erklärt? Keine Luft drin, kann man viel kompakter bauen. Das ist Nummer 1. Das zweite Thema ist, wir haben hier, seht ihr, dieselbe Aufnahme, alles dasselbe. Ja, das ist ansonsten das Gleiche. Wir haben hier auch wieder eine Anzeige für die Ladung, ja, wie voll ist das Ganze, alles dasselbe, außer dass wir hier jetzt weiß haben anstatt grün. Übrigens, falls ihr euch fragt, woraus sind diese Zellen hier, das sind Lithium-Ionen-Zellen, ja, die wir hier drin haben. Ein ganz wichtiger Punkt ist folgendes: Ihr habt einen riesen Unterschied noch zwischen denen und denen. Und zwar haben wir hier 1 Jahr Garantie, hier haben wir 3 Jahre Garantie. Das ist also ein Riesenpunkt. Gerade bin ich der Meinung, im professionellen Bereich, wo du die auch wirklich jeden Tag andauernd immer wieder belastest, hast du hier natürlich volle 3 Jahre Garantie. Das ist eine tolle Sache. Finde ich toll von Dewald, dass sie dem Akku so sehr vertrauen, dass man so lange darauf Garantie hat. Im Dewald-Universum, wo ordnet sich PowerStack eigentlich ein? Eigentlich ziemlich genau hier in der Mitte. Ja, du kannst es nicht für 54 Volt Geräte nutzen. Und 54 Volt Geräte ist nochmal was ganz anderes. Ja, aber wenn wir jetzt noch von 18 Volt sprechen, und bei 18 Volt Geräten ist es so, dass du ja alle diese Akkus nutzen kannst. Aber das hier ist wirklich für einfache, leichte Aufgaben. Verarbeiten im Grenzbereich kannst du schon diese beiden hier nehmen, ja, auch den 5er. Das funktioniert. Wenn du aber im Grenzbereich arbeiten möchtest und möchtest es leicht haben, ja, dann nimmst du eher diesen, ja, leicht, kompakt. Ja, dann ist das natürlich ein toller Akku, den du dann am meinetwegen Akkuschrauber dran hast. Wenn du absolut, ja, die großen, schweren und richtig super starken Geräte brauchst, dann wirst du sowieso auch weiterhin 54 Volt Akkus brauchen, und zwar mit 54 Volt Geräten. Ja, dafür ist das Ganze ja da. Und das hier, der PowerStack, schließt so ein bisschen die Lücke zwischen dieser gesamten Range. Was ich interessant finde, was ich gut finde, und ich bin super gespannt, wie das Thema PowerStack sich in Zukunft entwickelt. Auch im Verhältnis zu anderen Herstellern, vielleicht nehmen andere Hersteller auch demnächst Pouchzellen mit ins Sortiment auf. Wir werden sehen. Und vor allem auch wird es interessant, wenn wir hier einen größeren Akku haben, nämlich nicht 1,7, sondern vielleicht 5 Ampere-Stunden oder sogar noch mehr, was das dann bedeutet. Ja? Was haben wir da noch für Möglichkeiten? Bin sehr gespannt. Schreib mal unten in die Kommentare, was du zu diesem Akku hier meinst, zu diesem im Grunde eigentlich normalen Lithium-Ionen-Akku, der einfach nur anders geformt ist, anders gepackt ist und eine etwas andere Logik hat. Ich freue mich total, denn ich kann in Zukunft mit 18 Volt Geräten arbeiten und habe die volle Kraft halt schon mit einem kleinen, leichten und kompakten Akku. Finde ich super. Für heute aber ran an den Akku und bis zum nächsten Mal.